VBL-Linie 4 führt vom Bahnhof Luzern in die Hubelmatt. Mit nur 9 Haltestellen ist es mit Abstand die kürzeste Trolleybuslinie der Stadt Luzern. Gleichzeitig ist es die einzige Linie, die mit 2-Achs-Trolleybus betrieben wird. Starten wir unsere Fahrt am Bahnhof Luzern. Von hier aus kann man eigentlich in jede Richtung fahren, sei es per Zug oder per Bus. Wir werden uns jetzt mit einem NAW Hess Siemens BT 525 auf die Reise Richtung Hubelmatt machen. Besonders an der Linie 4 ist dabei, dass nur die Hochflugtrolleybus zum Einsatz kommen. Auf der anderen Linie kommen ausschließlich Fahrzeuge mit Niederfluranteil zum Einsatz. Wir verlassen den Bahnhofplatz jetzt Richtung Pilatusstrasse. Sie ist eine der meistbefahrenen Strassen von Luzern. Allein 20 Buslinien führen durch sie. Zuerst gönnen wir uns aber noch einen Blick auf die Stadt Luzern. Jetzt müssen wir aber definitiv weiter in Richtung Pilatusstrasse. Beim Viktorienplatz biegt der Bus dann links in Richtung Hirschmannstrasse ab. Kurz darauf halten wir an der Haltestelle Kantonalbank an. Am Ende der Hirschmannstrasse ist die Haltestelle Bundesplatz. So heisst auch der Platz, wo unser Bus jetzt gerade überquert. In diesem Kreisel befindet sich auch eine Zwischenwendestelle für Trolleybus. Die wird hauptsächlich für Fahrten aus dem Depot in Richtung Triebsche Quartier benutzt. Direkt nach dem Bundesplatz gelangen wir auf die Lange Sandbrücke. Die aktuelle Brücke über das Gleisfeld vom Bahnhof Luzern ist erst im Dezember 2009 eröffnet worden. Sie bietet Platz für 4 Fahrspuren. Eine davon ist als Busspur ausgelegt. Nach der Langensambrücke biegt Linie 4 rechts in die Kellerstrasse ein. Die Linie 6, 7 und 8 fahren geradeaus auf der Langensandstrasse weiter. Nach wenigen Metern kommen wir dann an die Haltestelle Brünigstrasse. Am Ende der Kellerstrasse kommen wir an die Haltestelle Tiefe. Direkt danach biegt unser Bus rechts in Geissensteinring ein. Diese Strasse gehört eindeutig nicht zu den schönsten von Luzern. Früher war die Stadt Industrie. Geblieben ist nur noch der städtische Energieversorger EWL. In den anderen Gebäuden hat es heute Ateliers, Brockenstuben und Bars. Auch die Gassenküche, ein Aufenthaltsort für Randständige, ist dahinter. Inzwischen sind wir am Steghof angelangt. Hier überqueren wir das Nordportal vom Hubelmatt-Tunnel, der 2013 in Betrieb gehen soll. Aktuell fährt die Zentralbahn aber noch oberirdisch in Richtung Horb. Kurz vor dem Bahnübergang biegt unser Bus dann links in die Voltastrasse ein.
der anderen Seite vom Bahntrasse befindet sich das ehemalige Tram- und Busdepot. Zwischen 1946 und 1961 war hier der Hauptsitz der VBL. Seit 1984 gehören die Räumlichkeiten jetzt der Feuerwehr Luzern. Wir setzen unsere Fahrt in einem noch nie revidierten NAW fort. Breitenlachen. An der Haltestelle Breitenlachen fällt auf, dass es hier eine Fahrleitungsweiche gibt. Bis Dezember 2005 war die Linie 4 nämlich eine Zweiglinie von der Linie 5 gewesen. Damals hat man die Linie 5 in Talment eingestellt. Die Fahrleitung ist allerdings hängen geblieben. Die Geschichte der Linie 5 ist recht speziell. Die Linie 5 war 1941 die erste Luzerner Trolleybuslinie gewesen. Und bis zu ihrer Einstellung ist nie ein Luzerner Trolleybusabschnitt eingestellt worden. Heute verkehrt in der Anwendung nur noch die Linie 20. Die Allmend selber ist im Moment eine der grössten Baustellen der Stadt Luzern. Gebaut wird an der neuen Messehalle, am Hudelmattul sowie an der unterirdischen S-Bahn-Station Allmend. Für den Bau der Zufahrt ist die Strasse hier mehrmals umgelegt. Weiter in Richtung Park treffen wir auf eine weitere Baustelle. Hier hinten ist nämlich das Allmend-Stadion neu gebaut worden. Das erste Spiel in der neuen Swisscom Arena hat im Juli 2011 stattgefunden. Nebendran entstehen aktuell noch 2 Wohntürme. Wir sind jetzt wieder zurück bei der Station Breitenlachen. Von hier aus geht es bergauf weiter in Richtung Hubelmatt. Auf halbem Weg zwischen Breitenlachen und Hubelmatt liegt die Haltestelle Mönchweg. Unser Bus ist inzwischen auf den letzten Meter zu der Wendeschleife Hubelmatt. Hier befindet sich ein grosses Schulzentrum und ein Club. Mit einem Blick auf die Hochhausbaustelle verabschieden wir uns von der Linie 4. Unser Bus fährt inzwischen wieder zurück in Richtung Bahnhof Luzern.
Denk bis Lützenbach, Mayhof bis Untergütsch, Luzern, du weisst, es ist wunderschön, das ist blau-weiss, das ist Talmand, Mann. Komm auf Talmand, Luzern ist Talmand, Macht. Es gibt eine Stadt, eine Macht, ein Club, ein Team. Jungs, ihr müsst sie sehen, dass es wirklich nur eine Stadt in der Schweiz.